Rita baut dort hinten an ihrer Schule weiter. Sie verwirklicht hoffentlich den einen oder anderen Kommentar. Falls ihr uns fragt, ja, es ist noch immer dasselbe Tag als wie beim letzten Video. Falls ihr es gesehen habt, wisst ihr, was los war. Falls nicht, dann auch gut. Wahrscheinlich war es auch nicht so sehenswert, weil wir nicht viel Lego gebaut haben. Wir hatten ja das Problem mit dem Erdbeben. Wir haben jetzt mehr oder weniger wieder alles so ein bisschen in Ordnung gebracht. Der Putzstream kommt trotzdem, weil die Stadt noch ziemlich staubig ist. Und wir werden uns bemühen, das in nächster Zeit mal zu realisieren. Mir hat es jetzt aber auch gereicht, genauso wie Rita. Sie ist dort drüben am Bauen ihrer Schule und ich habe mir gedacht, wir lassen jetzt ein bisschen die Züge fahren. Und zwar allen voran natürlich den neuen, der jetzt hier gerade durch den Güterbahnhof donnert. Naja, donnert eher nicht, er tuckert durch den Güterbahnhof. Ihr hattet übrigens vollkommen recht mit eurem letzten Video dazu, oder besser gesagt mit den Kommentaren, dass, Verzeihung, dass die Lok falsch zusammengebaut war. Sie läuft jetzt um einiges besser, weil das Drehgestell sich besser drehen kann, aber ich habe immer noch so ein bisschen einen kippeligen Lauf, sowohl beim Geradeausfahren als auch beim... Und seht ihr, das war jetzt, und die ist komplett richtig zusammengebaut, also keine Ahnung, was da hat. Wir werden uns das in aller Ruhe nochmal anschauen, denke ich. Ansonsten macht sie jetzt eine sehr gute Figur. Ich habe übrigens oben das Auto runtergegeben, da der Waggon hinten sonst einfach alles mitnimmt. Und mir gefällt das schon sehr gut, wie sie jetzt hier durch das Layout düst. Das einzige, ein, zwei Stellen haben wir noch, wo sie nicht weiterkommt. Da werden wir noch daran arbeiten. Aber so im Großen und Ganzen ganz cool. Rita? Hier nochmal eine Einstellung von dieser Seite. Also wie gesagt, es sieht jetzt wirklich ganz cool aus, wie der Zug sich bewegt, und meine Meinung dazu wird eigentlich von Tag zu Tag besser, weil er besser aussieht, als ich mir das am ersten Tag, wo wir ihn zusammengebaut haben, gedacht habe. Nur hinten, glaube ich, bleibt er immer dort bei dem Bahnhof stecken. Ja, der Autowagen ist wirklich sehr, sehr hoch und sehr, sehr breit, und ihr seht, wir müssen den Bauernhof hier um eine Noppe nach vorne verschieben. Dann geht's, aber macht nichts. Dann fahren wir einfach rückwärts hier durch Ritas Harry Potter Bereich. Und uns würde auf jeden Fall nochmal interessieren, welche Züge ihr euch gekauft habt in letzter Zeit. Ob das welche von Lego waren, ob das andere waren. Und ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, wie da so eure Erfahrungen waren. Und hier fahren wir jetzt rückwärts. Ein Güterzug kann ja auch mal rückwärts fahren, das ist ja kein Problem. Wieder in den Hauptbahnhof ein. Ich bin gespannt, welchen wir uns als nächstes schnappen werden. Wir haben jetzt die lebende Legende, also nicht Rita, sondern den Horizon Express 10233 in der Stadt platziert. Und ich stehe hier in unserer Montageluke bei der Baustelle. Wir sind gespannt, wie sich unsere Zugführerin hier heute schlagen wird. Auch ein Zug, der schon lange nicht mehr im Layout unterwegs war. Ich bin gespannt, wie weit der kommt. Hier ist er schon direkt an der Garage angestoßen. Andere Richtung bitte. Ja, und das ist natürlich ein Hochgeschwindigkeitszug, 500 km/h ohne Probleme. Und er düst hier durchs Layout. Das ist einfach ein traumhaft schöner Zug, der auf jeden Fall jeden begeistert. Hoppala, hier haben wir irgendetwas gehört, aber es war nicht schlimm. Und auch hier geht's mit fast Topspeed unterm Schwimmbad hindurch zum Güterbahnhof und jetzt in diesen Schlängelbereich beim Güterbahnhof. Hoppala! Und der, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, neue Kran wurde gerade von der Tischplatte entfernt. Aber ich glaube, es war nicht so schlimm. Ja, ihr kennt ja Rita beim Eisenbahnfahren. Ein bisschen kannst du noch geradeaus fahren und bitte stopp. Ich weiß nämlich, dass er dort nicht durch den Tunnel durchkommt. Wir werden jetzt mal schauen, was mit dem Kran passiert ist und ob sich Rita bei ihm entschuldigt. Entschuldigen Sie, lieber Herr Kran und auch liebe Kranfahrerin. War definitiv keine Absicht. Christoph hätte mich am liebsten verbannt. Aber ist mir egal. Ich bleibe hier. Und der steht wieder. Ich glaube, ich stelle ihn ein bisschen weiter weg. Wo auch immer hin. Keine Ahnung. Jetzt hätten wir fast den guten Mann hier niedergefahren. Na gut. So, was kommt jetzt?
Ein alter 9-Volt-Zug kommt jetzt. Ein alter 9-Volt-Zug kommt jetzt. Übrigens, ich habe alle stehen und liegen gelassen, ja. Ich wollte eigentlich, naja, gut, egal. Für euch mache ich das natürlich und da fährt Christoph auch schon los. Ein wunderbarer Zug, wunderbar. Sieht aus wie ein Polizeizug. Ich glaube nicht, dass es ein Polizeizug ist, aber sieht so aus wie einer. So, Moment, ohne dass ich hier alles abreiße. Und auch, dass ich nirgends dagegen laufe. Ein wunderbarer Zug, muss ich sagen. Ein wunderbarer Zug. Wie er hier durch Wild City fährt. Ihr seht, Rita ist sprachlos. Ein Traum. Ich bin sprachlos, ja, definitiv, aber nicht die Einzige, die sprachlos ist. Auch Christoph hat in dieser Anmut, nicht wahr, dieses Zuges, des Polizeizuges, keinen Muckser mehr gemacht, aber das ist auch irgendwo klar. Er ist super am Bauernhof übrigens vorbeigekommen und fährt wieder in den Tunnel ein und weg ist er. Ein Traum. Übrigens wackelt der auch nicht so viel wie der neue Zug. Eine Wunde, eine Wunde. Wunderpunkt. Rita und Polizeizug, das ist natürlich kein Polizeizug, aber wir gehen gar nicht genau darauf ein. Wir haben jetzt hier am Gleis die 60197, den Vorgänger des jetzt gerade erst rausgekommenen Passagierzugs, den ihr übrigens auch bald in Wild City sehen werdet. Hat mir persönlich jetzt nie so absolut gut gefallen, aber wir haben ihn auf 9 Volt umgebaut, wie ihr vielleicht sehen und auch hören könnt. Und er ist schon lange nicht mehr bei uns auf der Anlage gefahren, macht aber eigentlich auch eine ganz gute Figur. Es ist ein solider Zug, natürlich wird es besser aussehen, wenn er, Rita fährt so schnell, dass ich fast nicht nachkomme, wenn wir ihn zweimal kaufen würden, dann, sie sind auch gegen diese Garage geknallt, da müssen wir vielleicht auch nochmal schauen, da hat sich sicher das Gleis ein wenig es fährt sie wieder so langsam, dass überhaupt nichts passiert und die Leute glauben, es ist ein Standvideo, ein Standbild. Filmen hier nochmal, wie er hier jetzt durch die Innenstadt fährt. Tut, bitte einsteigen, einsteigen. Es geht weiter nach Wild City. Sowas muss ich mir den ganzen Tag anhören, liebe Freunde, und dann wundert ihr euch, warum so selten Eisenbahnvideos kommen. Sieht aber auf jeden Fall auch ganz gut aus, der mittlerweile alte Kerl. Ja, vielen Dank, Rita. Als nächstes kommt eine weitere Legende. Und sie schickt euch ein Küsschen, mir wieder nicht. Rita macht schon wieder irgendwelche Scherze, egal was, wäre ein Zugfahrvideo ohne die Legende. Der Metroliner, der, bitte in die andere Richtung fahren, Frau Assistentin. Die Weiche ist hier nämlich etwas falsch gestellt. Der Metroliner mit dem Panoramawagen wurde fast unbezahlbar in letzter Zeit. Wir können es zum Teil nachvollziehen, weil es ein wirklich, wirklich schöner Zug ist. Das ist mein Original aus, ich glaube, 1994 mit dem originalen Motor hier im Stadtzentrum von Wild City. Bahnsteig 2. Achtung, Zug fährt durch. Ich habe noch nie einen Zug gesehen, der nach Ankündigung, dass er durchfährt, dann doch stehen geblieben ist. Aber gut, ist nichts Neues. Wir verfolgen den Zug, wir ignorieren Rita jetzt am besten einfach. Sie sabotiert unsere Eisenbahnvideos immer. Und auch der, ich weiß nicht, das ist ein zeitloses Design. Da kann man einfach nichts falsch machen mit diesem Kaliber hier. Und es ist auch einer, ich hoffe, ich verschreie es jetzt nicht, aber der wenigen Züge, der überhaupt noch nie Probleme gemacht hat hier in Wild City. Er ist immer überall durchgekommen, immer überall gut gefahren. Und was übrigens nicht an den Fahrkünsten meiner Assistentin liegt, sondern das ist wirklich so das Renommee des Zuges. Und das sieht einfach total schick aus, wie er hier seine Bahnen zieht. Fahren wir nochmal mit ihm bis zum Hauptplatz und dann gibt es noch ein kleines Highlight für euch oder vielleicht sogar zwei.
Wie oft habt ihr die 7740 schon bei unserem Layout gesehen? Wahrscheinlich nicht oft. Das ändert sich jetzt. 9 Volt Motor am Start. Und Rita, bitte geben Sie Gas. Zwar nicht Vollgas, weil das ist schon ein sehr älterer Herr, aber ich glaube, wir können da ganz normal, bitte andere Richtung, durchs Layout fahren. Und 2 hours later. gab es jetzt gerade technische Probleme und Rita ist traurig, weil wir nicht wieder mit ihrem Polizeizug fahren. Die 7740 lässt sich jetzt aufgrund eines etwas spinnenden Motors von der 4563, dieser Rangierlok, ziehen. Und ich finde, was ist jetzt, der Zug ist außer Betrieb, der muss in die Werkstatt fahren, da dürfen keine Leute einsteigen. Oh no, aber was ist, wenn Sie ein Ticket gebucht haben? Ja, das verfällt leider, Sie können mit dem nächsten Zug fahren. Mit dem Polizeizug. Au! Und da haben wir den kompletten Bahnsteig mitgenommen, weil der Zug offenbar mit den Stromabnehmern etwas zu hoch ist. Macht nichts, leg ihn mal hin und dann reparieren wir das wieder. Es wäre nicht das erste Mal, dass hier so einiges zu Bruch gegangen ist. Die Katze wurde vom Baum gerettet. Ja, also bei dieser 7740 war irgendwas mit dem 9 Volt Motor, der war irgendwie nicht ganz in Ordnung, aber er lässt sich ja auch ziehen. Ich werde mir dann nachher mal anschauen, was es da hat. Und dann gibt es da bestimmt auch wieder mal einen Fahrbericht. So sieht es aber ganz cool aus und das ist ja eigentlich die Hauptaufgabe einer Rangierlok. Ich bin jetzt zwar nicht besonders tief in der Materie hier drinnen, aber wir wohnen in der Nähe vom Bahnhof und da gibt es solche Züge, die sind sogar auch rot und die ziehen manchmal andere Züge. Und das finde ich total cool und das haben wir jetzt gemacht. Mit diesem 12 Volt Zug, der gerade beim Bergabfahren entgleist ist und sich gar nicht gut anhört, aber vielleicht kommt er sogar, da seht ihr mal, wie robust das alte Zeugs ist. Moment, jetzt haben wir hier die ganzen Rita. Also erstens mal Kompliment an dich, kleiner Freund. Entgleist, hat aber trotzdem den 12 Volt Zug hier noch gefühlt durchs halbe Layout gebracht, hat sich dann selbst wieder in die Schiene reingegeben und jetzt war das Problem aber natürlich, dass er hier beim Tunnel nicht durchgekommen ist, weil die Stromabnehmer zu hoch sind und wir da ja, das Gleis ging früher mal gerade durch und machte dann hier erst den Bogen, jetzt durch diverse Umbauarbeiten ist das hier mit der Kurve ein wenig früher, aber das lassen wir jetzt so, weil wir den Güterbahnhof sowieso demnächst mal komplett umbauen werden und ja, wir schauen uns das jetzt mal an. Als letztes haben wir noch einen legendären Zug, die Santa Fe ist hier und der Bahnsteig ist übrigens noch immer nicht repariert. Ja, so seht ihr es, Rita zerstört unsere Eisenbahnanlage und ihr ist es komplett egal, sie lässt alles wie es ist. Der Bahnsteig hier ist übrigens auch ein wenig zu kurz für alle Passagiere. Die können nur bei dem einen Waggon aussteigen. Ich weiß nicht, welcher das ist. Bahnsteig Waggon 3. Oder 4. Ach hey. So, fahr weiter. Ein wunderbarer Zug. Hier zweimal die Lokomotive. Das ist nicht die Limited Edition, aber wir haben sie beide Male mit einem 9 Volt Motor ausgestattet. Und das ist auch ein Zug, der in letzter Zeit extrem teuer wurde, was nicht nur daran liegt, dass dieses Hellgrau nicht das normale Hellgrau ist, sondern Pearl Grey. Oder jedenfalls, hoppala, hoppala, hoppala. Was ist hier passiert? Santa Fe defekt. Wir melden uns gleich wieder. Ich glaube, dass wir wieder einsatzbereit sind. Wenn die Züge länger nicht gefahren werden, sind auf die Drehgestelle ein bisschen ja, eingerostet, möchte ich mal sagen. Und da ist es dann gut, wenn man wieder mal eine Runde fährt. Oh, hier, wir sind jetzt am Punkt, wo wir am weitesten vom Trafo weg sind. Da tut er sich schon ein bisschen schwer. Aber die zwei 9 Volt Motoren, oh, nicht so schnell, nicht so schnell. Wir haben wieder Waggons verloren, aber egal, fahr einfach weiter. Ich bin jetzt hier in diesem Loch drinnen, da komme ich jetzt nicht raus. Wir haben jetzt hier vor uns die Santa Fe, 2 Loks und einmal einen Wagen. Und ich glaube, 3 Waggons sind irgendwo. Oh, jetzt fahren nur mehr 2 Loks. Entschuldigung an die Passagiere. Sie wurden leider zurückgelassen, ja. Also nochmal, falls ihr euch fragt, das liegt daran, weil immer wieder gebaut wird hier und so schnell kann ich gar nicht die Gleise hier nachjustieren, weil das verschiebt sich halt manchmal um einen halben Zentimeter und dann kann man da
mit einem Zug vielleicht nicht mehr so gut fahren, aber ja, wir werden das in nächster Zeit natürlich wieder mal hinbekommen, natürlich auch mit den neuen Zügen. Und ich weiß nicht, was Rita jetzt macht. Sie fährt jetzt hier im Rückwärtsgang. Oh, sie schiebt die Wagen wieder aus dem Tunnel raus. Das sieht sehr kriminell aus, aber es geht. Gibt noch ein bisschen Gas. Brücke biegt sich dort auch extrem durch, weil der Zug so schwer ist. Und jetzt haben wir auch noch eine Lok verloren. Gut, ich glaube, wir beenden das jetzt mal, weil sonst nimmt das noch ein böses Ende. Ich weiß nicht, was Rita jetzt macht. Sie gibt einmal Vollgas nach vorne, einmal Vollgas nach hinten. Und ich glaube, sie haben sich jetzt festgefahren. Oh no. Aber ja, das soll es ja auch gewesen sein. Wir sind eine ganze Runde gefahren, oder besser gesagt fast auch noch mit der Santa Fe. Danke fürs Einschalten. Rita ist dort hinten. Wir haben sie ja auch aufgehalten, weil sie eigentlich ihre Schule bauen wollte. Wir melden uns demnächst mal wieder. Vielleicht dann auch wieder mit anderen Zügen. Es könnte auch sein, dass der neue Passagierzug dann mal auf der Schiene fahren wird und dann gibt es noch jede Menge andere Zugmaterial, welches wir hier verwenden können. Ich weiß nicht, was los ist. Sie telefoniert. Ja. Tschüss, Freunde. Wir sehen uns.